Egal wie groß dein Handy ist, wenn der Akku 10% anzeigt, rennst du zur Steckdose. Doch was die 10% bedeuten, das erfährst du in diesem Video. Bis gleich. Schauen wir uns als erstes den Begriff an. Prozent. Prozent kommt aus dem Italienischen und steht für per cento. Per cento heißt übersetzt von 100. Und hier kommt dein Handy-Akku ins Spiel. Um 10% als Angabe zu verstehen, musst du den Akku als erstes in 100 gleich große Teile aufteilen. Und von diesen 100 Teilen hast du jetzt noch 10, die Strom haben. Deshalb 10%. Und hierbei ist es auch egal, wie groß dein Handy ist. Denn größere Handys haben größere Akkus. Aber auch bei dem größeren Akku ist der Akku in 100 Teile eingeteilt und von diesen 100 Teilen haben 10 noch Strom. Deshalb hat das große Handy mehr Strom, aber die Prozentangabe bleibt gleich. 10 von 100. Diese Situation, 10 von 100 Kästchen oder 10% vom Akku, kann man auf 3 verschiedene Arten darstellen. Die 3 verschiedenen Darstellungsformen sind Hundertstelbruch, Dezimalbruch und Prozentsatz. Brüche lassen sich im Hundertstelbruch darstellen. Ein Hundertstelbruch ist ein Bruch mit einer 100 im Nenner. Und in den Zähler kommen dann die Kästchen, die gemeint sind. Der Anteil bzw. die Kästchen von den 100, die in diesem Fall noch Strom haben. Das sind 10. Also haben wir 10 Hundertstel. Wichtig ist, dass hier unten immer eine 100 steht, damit es ein Hundertstelbruch ist. Wenn du eine andere Zahl da unten hast, dann musst du den Bruch erweitern oder kürzen. Zum Erweitern habe ich auch schon ein Video gemacht, das ist da oben jetzt verlinkt. Dann haben wir den Dezimalbruch. Der Dezimalbruch ist eine Kommazahl. 0,10. Dezimalbrüche haben bei der Prozent immer 2 Kommazahlen. Ich könnte auch einfach 0,1 schreiben, aber es ist leichter jetzt nachzuvollziehen, wenn ich die 0 dahinter setze. Dezimalbrüche, da habe ich die 100%, wenn ich 100 habe, dann habe ich nach der 100% habe ich hier nach der 1 ein Komma. Und all die anderen Prozentzahlen unter 100% sind hier. Das heißt 50% sind als Dezimalbruch 0,50 und hier erkennst du die 50. 7% hingegen, muss man aufpassen, sind 0,07. Denn das ist ja hier der Einer und der kommt hier hin. 10% hingegen sind 0,10. Wenn hier nur noch Nullen sind, kann ich die weglassen, aber so sieht man es besser. Das heißt, als Dezimalbruch unsere 10% können wir so schreiben. Dann haben wir noch den Prozentsatz. Der Prozentsatz ist ganz einfach der Anteil, also die Kästchen, die in diesem Falle noch Strom haben, das sind 10, und dahinter einfach das Prozentzeichen. Zum Abschluss habe ich hier noch einen Wortspeicher erstellt mit den wichtigsten Begriffen für heute. Den Download-Link findest du wie immer in der Beschreibung. Nun wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und irgendwann viel Spaß, denn du kannst Mathe.